Werde ich jemals der großen Liebe meines Lebens begegnen? Da ist was. Willkommen, guter Geist. Zeig uns die Antwort. Die David? Merkst du denn nicht, dass er uns nur gegeneinander ausspielt? Felix, denk wenigstens an Beatrice. Das tue ich. Aber du denkst immer nur deine Rache an Bernd. Im nächsten Rennen, Blue Note, alles auf Sieg. Was soll das heute? Warum lügst du mich an? Hey, wie kommst du darauf? Warum sollte ich dich belügen? Hm? Du brauchst das Geld für die Bücher. Das hast du doch gesagt, oder? Ja, aber da kann ich doch trotzdem ein kleines Spielchen machen, oder nicht? Du hast Arno das Geld geklaut. Ja oder nein? Du bekommst doch zurück. Warum bestiehlst du deinen Onkel? Moment mal! Ich hab dir gesagt, ich hab's mir nur geliehen. Du hast gesagt, es war ein Missverständnis. Und dass Arno dich zu Unrecht beschuldigt hat. Warum lügst du mich an? Was ist los mit dir? Wenn Sie sich jetzt bitte entscheiden, das Rennen fängt gleich an. Eine Sekunde, ja? Moment. Ich hab mir alles überlegt. Ich muss sagen, deine Naivität überrascht mich. Warum denkst du, hat er sie hier ins Haus geholt? Vielleicht will er sich einfach um sie kümmern. Ach, Bernd, geht es doch nicht um ihre Gesundheit. Er will sie unter Kontrolle haben. Aber glaubst du im Ernst, er würde ihr hier was tun? Im Krankenhaus hat er es versucht. Sagt Silvia. Was soll das heißen? Warst du dabei? Du? Für das Attentat auf dem Ball hat Bernd ein Alibi. Da glaubst du also, wenn du mir schon nicht vertraust, vertraust du wenigstens Silvia? Ich treffe mich nachher mit den von Beinbachs. Dann kann ich die Einladung gleich weitergeben. Wiedersehen. Wiedersehen. Und guten Flug. Danke. Charlie, machst du mir bitte die Rechnung fertig? Ja. Angelo, ihr hattet zweimal italienisches Frühstück und... Und 2 Cappuccino. Okay, machen Sie das? Du musst dein Witsport bei Hannah heute noch abholen. Oder soll ich es dir vorbeibringen? Verschenk es, ich brauche es bestimmt nicht mehr. Ach, wieso das denn? Das ist doch alles Unsinn. Aber David soll doch dein Traummann sein. Selbst wenn David der einzige Mann auf der Welt wäre. Dieser arrogante Pinsel kommt ganz bestimmt nicht in Frage. Vielleicht überspielt David mit seiner Arroganz seine Unsicherheit. Es nagt an seinem Selbstbewusstsein, wenn du ihn so lange zappeln lässt. Na, da kann ich ihm jetzt auch nicht helfen. Wolltest du nicht zahlen? Ich verstehe die ganze Aufregung nicht. Arno kriegt sein Geld schon wieder. Und damit ist die Sache aus der Welt, ja? Ich wollte das Geld doch nicht behalten. Es war eher so eine Art stilles Darlehen. Und was ist mit meinem Darlehen? Davon wolltest du dir Bücher kaufen. Ach, so ist das. Du traust mir nicht. Hier, damit sind wir quitt. Du machst es dir ziemlich einfach. Du hast Arno beklaut und mich belogen. Was ist los mit dir? Nichts ist los mit mir. Ich bin völlig okay. Das glaube ich nicht. Komm, lass uns das Thema wechseln. Ihr kriegt euer Geld schon, okay? Robin, ich mache mir doch nur Sorgen. Ich will dir helfen, also bitte sag mir, was los ist. Nichts, verdammt! Was habt ihr denn plötzlich alle mit mir? Habt ihr keine eigenen Probleme? Nein, aber du hast eins. Ich hab dir schon gesagt, das Thema ist erledigt. Du hast dir schon öfter Geld fürs Wetten geliehen, stimmt's? Wie kommst du darauf? Warum machst du das? Glaubst du, du musst mit mir mithalten, oder was? Es wird mir alles zu blöd, echt. Du machst alles kaputt!
dachte schon, du kommst gar nicht mehr. Ist was passiert? Noch nicht. Wir dürfen Beatrice jetzt nicht allein lassen. Felix kann jederzeit auftauchen. Der fährt sich gerade mit Martin. Mein Bruderherz ist sauer, weil er ihm nicht mehr glaubt. Richtig rührend, wie Felix mich verteidigt hat. Dann läuft alles genau nach Plan. Ich bin stolz auf dich. Ja, seit unser Dornröschen zu Hause ist, kommt Martin immer mehr unter Druck. Vielleicht solltest du ihn nicht zu sehr provozieren. Unsinn. Je mehr wir ihn hier zu Hause stressen, umso weniger kann er sich um die Firma kümmern. Du bist ganz schön raffiniert. Das gefällt mir. Ich denke nur an die Firma. Fräulein Tirado, hätten Sie wohl die Güte, mir ein heißes Bad einzulassen. Ich brauche etwas Entspannung. Da kann ich Ihnen helfen. Kommen Sie. Geh nicht weg, Schatz. Wofür ist die denn? Wieso? Kann ich dir nicht einfach so eine Rose schenken? Einfach so? Ich muss unser Date heute Mittag leider absagen. Ich habe noch einen wichtigen Termin auf Schönberg. So. Du meinst, ich lass dich einfach so gehen? Ja, das wäre super nett von dir. Ich darf also deiner Karriere nicht im Wege stehen. Stimmt's? Ich mach's auch wieder gut, versprochen. Wann holt denn Charlie ihr Zauberzeug ab? Sie will es nicht mehr haben. Was? Ich dachte, sie wäre so begeistert davon. Tja, bis die Geister die Buchstaben D-A-V-I-D darauf geschrieben haben. Tja, dann hättest du dir wohl doch einen anderen Namen ausdenken sollen, hm? Ich? Wieso? Naja, es war doch schon ziemlich gemein, die eigene Schwester zu lenken, stimmt's? Das war aus rein pädagogischen Gründen. Und ich glaube, es hat funktioniert. Guten Morgen. Hallo? Und, wie war der Abend noch? Gab es interessante Nachrichten aus dem Jenseits? Ich muss in der Küche nach dem Rechten schauen. Angelo kümmert sich um sie. Bitte? Ein Espresso, bitte. Gerne. Bistro Schneiders, hallo? Ja, wir wohnen Haus Nummer 12. Wieso? Ganesha? Was soll das denn sein? Ein Elefanten. Aha, sehr interessant. Ja, wenn Frau Schneider den bestellt hat, dann bringen Sie den vorbei. Gut, danke. Ciao. Oh, hier erfährt man Dinge, die nicht in der Zeitung stehen. Sie interessieren sich doch fürs Übersinnliche. Dann sollten Sie das mal lesen. Ernsthaft, es funktioniert. Ich dachte, Sie glauben nicht an sowas. Spirituelle Sitzungen sind Humbug, das weiß doch jedes Kind. Aber Kaffeesatz, ich sag Ihnen, das ist was anderes. Warten Sie mal, ich sehe hier was. Sieht aus wie ein Tier. Das ist ein Elefant. Ein Elefant. Nein, ich begreife es trotzdem nicht, wie er so etwas tun konnte. Jetzt lasst uns doch erstmal abwarten, was Cecile sagt. Vielleicht hat sie ja was aus ihm rausbekommen. Robin ist kein Dieb. Es muss einen Grund geben, weshalb er das Geld genommen hat. Vielleicht hat er ja irgendwelche Probleme. Wenn er Geldprobleme hat, kann er mit uns reden, oder weiß er das nicht? Ja, schon. Ich hätte es ja zurückgegeben. Ach, das war eine Trotzreaktion. Wenn ihr vernünftig miteinander redet, dann klärt sich das bestimmt alles auf. Na, ich ahne auch so, was dahinter steckt. Ach ja, was denn? Seine Freundin. Wahrscheinlich denkt er muss ihr was bieten. Das dachte ich am Anfang auch. Aber mittlerweile... Es geht nicht nur um Cecile. Ihre Mutter, Frau Constance, ne? Ihr habt sie erlebt auf dem Fest. Er denkt wahrscheinlich, er muss bei der ganzen Familie Eindruck schinden. Und über der kann er Eindruck schinden, wie er will. Da hat er keine Chance. Und diesen guten Zahlen haben wir es zu verdanken, dass deren Berliner Zentrale sich für eine weitere Zusammenarbeit mit uns ausspricht. Aha. Dann war das also nur ein Gerücht, dass man uns den Auftrag entziehen wollte? Das nicht. Ich musste heute früh noch einiges an Überzeugungsarbeit leisten. Mit Erfolg, wie man sieht. Gute Arbeit. Mein Glückwunsch. Wir könnten unser Verhältnis noch verbessern. Der Vorstandsvorsitzende richtet morgen bei Berlin sein jährliches Golfturnier aus.
Er würde sich freuen, wenn Sie beide teilnehmen. Dein Job. Ich kann nicht. So sagen Sie, mein Bruder kommt. Moment mal, so einfach geht das nicht. Aber einer von Ihnen sollte schon teilnehmen. Diese Einladung ist eine Ehre. Außerdem wäre es wichtig für unsere Kontakte. Ja, ich sehe das ganz genauso. Nicht zuletzt ist mein Bruder Martin ein ausgezeichneter Golfer. Einmal hat er sogar schon ein Hole-in-One geschafft. Gerade deshalb wäre es am besten, wenn du teilnimmst. Ich verstehe nicht ganz. Geschäftspartner soll man nicht verprellen, sondern ihnen ein gutes Gefühl geben, wenn sie gewinnen. Und dafür sind deine Fähigkeiten genau die richtigen. Ich muss mich um meine kranke Frau kümmern. Einen Tag wird dich Beatrice schon entbehren können. Außerdem habe ich deine Teilnahme bereits zugesagt. Damit wäre wohl alles geklärt. Herr Schneider? Wiedersehen. Komisch. Ich habe Ihrem Bruder überhaupt nichts erzählt von diesem Golfturnier. Ja, ich bin auch etwas verwundert. Ich entdecke immer wieder neue Seiten an ihm. Ich weiß wirklich nicht, ob er dich zu Beatrice reinlässt. Er kann es mir ja wohl nicht verbieten. Du kennst ihn aber schlecht. Hi. Hey, wie geht's dir denn? Leider unverändert. Ja, sagen Sie denen, wir freuen uns über die Einladung zum Turnier. Wir nehmen dankend an. Wunderbar. Wiedersehen. Wiedersehen. Herr Schneider? Ich gehe hoch zu Beatrice. Natürlich. Du hast nichts dagegen? Nein, Felix darf ja auch zu ihr. Hast du ihr das nicht gesagt? Ich bin da noch nicht zugekommen. Wie kommst du überhaupt darauf, dass ich dir das verbieten könnte? Komm, Bernd, wir kennen uns lang genug, oder? Ach, Martin. Er hat sich in ihrem Zimmer leider so unmöglich aufgeführt. Ich muss es ihm einfach verbieten. Es tut mir leid. Ihr könnt natürlich zu ihr. Und du meinst, du kannst mich so einwickeln, ja? Komm jetzt, ich bring dich hoch. Wenn er weg ist, bin ich bei ihr. Und wenn ich die Tür aufbrechen muss. Arno, für dich auch ein Messer? Ja, gern, danke. Der Kerl hat sie doch echt nicht mehr alle. Sich einfach nicht zu melden. Bringst du mir auch was mit? Ja. Vielleicht einen Saft? Ja. Robin! Hi. Die Stille ist das Schlimmste. Aber vielleicht hört sie uns ja. Redet also ruhig mit ihr. Ich mache das auch immer, wenn ich bei ihr sitze. Pass gut auf, wenn ich nicht da bin. Klar. Mach's gut, meine Schweigsame. In Gedanken bin ich immer bei dir. Tschüss, ihr beiden. Na, endlich. Ich dachte, der geht gar nicht mehr. Die sind für dich. Ich hoffe, sie gefallen dir. Andererseits finde ich es gut, dass wir jetzt zu ihr dürfen. Es wäre noch schöner. Reicht ja schon, dass er Martin nicht zu ihr lässt. Das kann ich irgendwo verstehen. Sich hier mit Bernd rumzustreiten, vor Beatrice und der Pflegerin, das war nicht okay. Was erwartest du eigentlich? Dass Martin mit Bernd Smalltalk hält? Nachdem er ihr das angetan hat? Bernd kümmert sich rührend um Beatrice. Sie hat es hier viel besser als im Krankenhaus. Ja, hat er sie auch viel besser unter Kontrolle. Kann ungestört es nochmal versuchen. Falls das beim ersten Mal wirklich war. Felix, was soll das? Du hast doch erst selbst gesagt, dass Martin überreagiert hat. Ich habe gesagt, dass er sehr emotional war. Und das ist ja wohl auch verständlich. Bernd ist nur berechnend. Es gibt keinen Beweis, dass er es war. Es gibt allerdings auch keinen schlüssigen Beweis, dass er es nicht war. Kann ich bitte zahlen? Sicher. Angelo? Und? Haben Sie immer noch Zweifel? Das mit dem Elefanten. Woher haben Sie das gewusst? Wie gesagt, es stand im Kaffeesatz. Bis später.
Und? Was Neues von David? Schon nicht bloß mit dem. Schlimm genug, dass er mir schon den ganzen Morgen hier vor der Nase rumtanzt. Sieh an, sieh an. Auch er sucht eine Nähe. Bruderherz, was willst du eigentlich? Ein Espresso? Angelo, machen Sie bitte für diesen Herrn einen Espresso. Gern. Und wo wollen Sie den Ganymed haben? Ganesha. Ganesha. Wo soll er hin? Ja, zu mir nach Hause. Das Schneider ist doch nur als Rechnungsadresse angegeben. Keine Ahnung, wieso die den hierher schicken. Die haben einfach nicht richtig hingeguckt. Und dabei hatten sie vorher noch angerufen, um sich nach der Hausnummer zu erkundigen. Ach. Ja, dabei steht die doch groß und breit auf dem Lieferschein. Angelo, als Sie vorhin telefoniert haben, saß doch hier David McNeil, nicht? Ja. Ha! Von wegen Kaffeesatz. Ja, ist das hier eine Gerichtsverhandlung? Wir wollen nur wissen, warum du das Geld genommen hast. Wieso? Hier, hast es doch wieder. Im Umschlag, kannst nachsehen. Sag einfach, was los ist. Robin, mach doch den Mund auf. Wolltest du vielleicht was Teures kaufen? Ein Geschenk. Für Cecile. Wieso denn für mich? Ja, ein Ring zum Beispiel. Ja, ihr habt echt eine blühende Fantasie, aber nein, ich hatte keinen Grund. 4.000 € und keinen Grund. Es waren nur 2.000 und ich hab sie mir nur geliehen, okay? Unter Laien verstehe ich etwas anderes. Okay, okay. Ich hab sie geklaut, ich bin der Dieb, was soll's. Robin, das ist Unsinn. Doch, doch, und mit sowas wie mir braucht ihr euch gar nicht abzugeben, das wäre ja eine Zumutung. Ja, ich hab das Geld geklaut und wisst ihr was, ihr könnt mich mal. Weißt du, ich war natürlich platt, wie er das mit dem Elefanten wissen kann. Tja, aus dem Kaffeesatz natürlich. Der ist bei Espresso ja auch so stark ausgeprägt. Da hätte ich ja drauf kommen können. Naja, jetzt wissen wir wenigstens, was es mit seinen hellseherischen Fähigkeiten auf sich hat. Aber du stehst doch auf Männer mit Humor. Aber auf diesen David in jedem Falle nicht. Da müsste mir schon noch ein anderer begegnen. Okay, okay. Dann war die Botschaft vom Traummann David eben falsch. Oh, mein Termin. Bis später. Bis später. Könnt ihr mal schauen, was die dazu sagen. Gli innamorati. Come? Ja, die Liebenden. Und was bedeutet das jetzt? Hat Felix irgendetwas gesagt von wegen Bernd und dem Mordanschlag? Naja, er meint halt, dass es keinen wirklichen Beweis gibt, dass es Bernd war und nicht Silvia. Verdammt traurig. Er glaubt ihm schon mehr als mir. Ach, weißt du, irgendwie kann ich seine Gedanken nachvollziehen. Er wird schon irgendwann kapieren, dass es Bernd war. Da bin ich mir nicht mehr so sicher. Heute war er richtig aggressiv zu mir. Ja. Kann Silvia einfach nicht so gut einschätzen wie wir. Und deshalb fällt er umso leichter auf Bernds Masche rein. Ja, leider. Jetzt komm mal gut nach Hause, ja? War schön, dass du da warst. Ja. Ciao. Und fahr vorsichtig, ja? Was ist eigentlich ein Hole-in-One? Wenn man den Ball gleich mit dem ersten Schlag ins Loch befördert. Aber Spieler, denen das gelingt, die sind meistens arrogant und egoistisch. Was ist das für ein Gefühl? Dein Bruder muss los und seine schwerkranke Frau bleibt allein zurück. Spar dir dein Gesülze. Wie war ich? Oskar verdächtig. Ein Wunder, dass er diesmal nicht ausgerastet ist. Er hat sich auch so schon genug geschadet. Im Gegensatz zu dir. Wir dürfen nicht so selbstsicher sein. Dass der Kerl mich mit dem Golfturnier ausgetrickst hat, das gefällt mir gar nicht. Was soll er denn groß anstellen? Beatrice ist stumm wie ein Fisch und das wird noch eine Weile so bleiben. Trotzdem möchte ich, dass du ihm im Auge behältst. Und wenn er Dummheiten macht... Du kannst dich auf mich verlassen. Adieu, mein Dornröschen. Schlaf lang und fest. Viel Spaß beim Golfen.
stellt sich als dein großer Wohltäter dar. Ausgerechnet er. Nochmal wird er sich nicht an dir vergreifen. Ach, Beatrice. Hat er denn früher schon mal versucht, irgendwie Geld zusammenzukriegen, als ihr noch nicht hier gewohnt habt? Woher denn? Wir hatten nie viel Kohle. Ich glaube, dass er das Geld nicht für sich gebraucht hat. Vielleicht glaubt er wirklich, dass er mir finanziell was bieten muss. Hat er sowas mal gesagt? Also, dass ihr geldmäßig nicht in der gleichen Liga spielt, ist doch klar. Und das hat ihn so gestört? Er weiß doch, dass du dir deine Freundin nicht nach dem Kontostand aussuchst. Nein, natürlich nicht. Aber irgendwie sieht er das jetzt woanders. Warum? Wirklich denn so wie ein Luxuspüppchen? Naja, auf den ersten Blick schon. Ja, das war jetzt nur so ein Spruch. Du bist anders und das weiß Robin. Da bin ich mir nicht mehr so sicher. Sollen wir noch mal versuchen, ihn auf dem Handy zu erreichen? Das bringt doch nichts, er geht eh nicht dran. Wo ist denn Jana eigentlich? Die hängt mit ihrem Leistungskurs rum. Sie konnte es nicht ertragen, hier rumzusitzen und auf Robin zu warten. Jetzt hat sie ihn verpasst. Aber er meldet sich bestimmt. Taxi! Zur Rennbahn bitte. Sie dürfen nicht hier sein. Könnten Sie bitte das Zimmer verlassen? Laura, das ist mein Haus. Entschuldigen Sie. Es ist nur, wenn Ihr Bruder das rausfindet. Ich bekomme Ärger. Sie werden noch mehr Ärger kriegen, wenn Sie mir hier Vorschriften machen. She's a good girl, loves her mama, loves Jesus, in America too. She's a good girl, is crazy about Elvis, loves horses, and her husband too. Und so geht's weiter. Sind Sie wahnsinnig? Tut mir leid, ich hab's wirklich eilig. Wie unser Nachmieter aussieht, ist ja sowieso längst klar. Ja, genau. Er sollte ein Motorradfahrender Fußballfan sein und eine ausgesprochene Leidenschaft für Junkfood haben. Klingt gut. For